Du kannst das perfekteste Skript der Welt haben. Du kannst die genialsten Argumente vorbereitet haben, aber wenn du deine Stimme falsch einsetzt, ist das alles wertlos. Du wirst nicht gehört, nicht verstanden und schon gar nicht ernst genommen. Andersrum gilt, wenn du deine Stimme richtig einsetzt, kannst du dich verhaspeln, den Faden verlieren oder eine Geschichte schlecht erzählen und trotzdem wirst du überzeugend, kompetent und charismatisch wirken. Deine Stimme ist das mächtigste Beeinflussungsinstrument, das du besitzt. Und weil so viele von euch nach meinem letzten Video geschrieben haben und sich eine viel tiefere, ausführlichere Anleitung zur Stimme und der Arbeit mit der Stimme gewünscht haben, machen wir heute genau das. Wir tauchen ein in die Voice of Power. Moin und willkommen zurück. Ich bin's, Nils Musche, Hypnosetherapeut und Hypnoseausbilder. Es hat mich riesig gefreut zu sehen, wie groß das Interesse an dem Thema Stimmführung war. Viele haben in den Kommentaren gefragt, wie genau projiziere ich meine Stimme, wie wirke ich sofort souveräner. Deshalb widmen wir dieses Video komplett deinem Instrument. Studien zeigen immer wieder, ob wir jemanden mögen und ob wir ihm vertrauen, hängt viel mehr vom Klang der Stimme ab, als vom Inhalt des Gesagten. Und das Beste ist, auch wenn du glaubst, keine gute Stimme zu haben, du kannst das ändern. Es geht nicht darum, wie du geboren wurdest, sondern wie du dich selbst benutzt. Wir schauen uns heute an, woher deine Stimme kommt, wie du Pausen als Waffe einsetzt und was das sogenannte Charisma-Muster ist. Lass uns mit dem Fundament beginnen, der Tonalität und der Projektion. Vielleicht erinnerst du dich an die Kommandotonalität. Das bedeutet, dass wir am Ende eines Satzes mit der Stimme nach unten gehen, statt nach oben. Wenn die Stimme am Satzende hochgeht, klingt alles wie eine unsichere Frage. Wenn sie aber runtergeht, ist es eine Aussage, ein Befehl, eine Tatsache. Das ist der erste Schritt zur Autorität. Aber viel wichtiger ist die Frage, woher kommt deine Stimme physisch? Wo projizierst du sie her? Viele Menschen sprechen durch die Nase. Das klingt nasal, eng und für den Zuhörer oft unangenehm. Andere sprechen aus dem Hals oder dem Mundraum. Das führt oft zu einer höheren Stimmlage, die schnell, unsicher, hektisch oder gepresst wirkt. Dann gibt es diejenigen, die aus der Brust sprechen. Das ist schon viel besser. Die Bruststimme klingt viel stabiler und vertrauensvoller. Aber die wahre Stimme der Macht kommt noch viel tiefer. Sie kommt aus dem Zwerchfell, direkt aus dem Bauch. Um diese Stimme zu aktivieren, musst du langsam sprechen, tief atmen und dich innerlich stabilisieren, bevor du überhaupt den Mund aufmachst. Viele sind in Gesprächen nervös und feuern ihre Worte ab, als müssten sie schnell loswerden. Nimm dir den Raum. Atme, hole deine Stimme von ganz unten. Männer bekommen dadurch eine resonante, vibrierende Qualität. Frauen klingen tiefer, kontrollierter und unglaublich kompetent. Wir machen dazu jetzt eine kleine Übung, wie du sofort mitmachen kannst, um den Unterschied zu spüren. Zeig mal mit deinem Finger auf deine Nase und sprich so, als käme die Stimme nur aus der Nase. Das ist meine Nase. Merkst du, wie quäkig das klingt? Jetzt zeig einmal auf deinen Mund und sprich nur dort. Das ist mein Mund. Es klingt flach. Jetzt auf den Hals. Das ist mein Hals. Oft etwas gepresst. Jetzt zeig auf deine Brust und sprich aus dem Brustkorb. Das ist meine Brust. Du merkst, es wird voller. Und jetzt atme einmal tief ein. Lege die Hand auf den Bauch und sprich aus der Tiefe. Das ist mein Bauch. Spürst du den Unterschied? Das ist der Ort, von dem aus du sprechen musst, wenn du überzeugen willst. Kommen wir zum zweiten Werkzeug, das oft unterschätzt wird, besonders am Telefon. Das Lächeln. Man sagt oft, am Telefon sieht man ja nicht, wie der andere guckt. Das ist falsch. Man hört, wie der andere guckt. Wenn du lächelst,
verändert sich die Form deines Mundraums und damit auch der Klang deiner Stimme. Sie wird wärmer, offener und sympathischer. Probier es aus. Sprich einen Satz mit einem ernsten Gesicht und dann sprich denselben Satz mit einem breiten Grinsen und du wirst den Unterschied sofort hören. Übertreib es aber nicht. Du willst ja nicht wie ein Clown klingen, aber ein gezieltes Lächeln macht dich sofort zugänglicher. Das dritte Werkzeug ist die Macht der Pause. Nichts, absolut nichts baut mehr Spannung und Autorität auf als eine gut gesetzte Pause. Viele haben Angst vor der Stille. Sie reden Lücken zu, aber ein Meister nutzt die Stille. Pausiere, um dich zu sammeln, aber pausiere vor allem, um Spannung zu erzeugen. Wenn du mitten im Satz stoppst und den Blickkontakt hältst, signalisierst du absolute Kontrolle. Du zeigst, dass das, was du sagst, wichtig ist und voller Aufmerksamkeit verdient. Und das führt uns zum vierten und vielleicht spannendsten Punkt, dem Charisma-Muster. Dieses Muster habe ich von Rintu Basu gelernt. Es ist eine Technik, die große Redner und Politiker seit jeher nutzen. Es geht um die bewusste Variation der Geschwindigkeit. Wenn du monoton sprichst, schläft das Gehirn deines Gegenübers ein. Das Charisma-Muster bedeutet, du wirst in bestimmten Passagen schneller, um Energie, Leidenschaft und Dringlichkeit zu transportieren. Und dann wirst du wieder langsamer, betonst die Worte, um Wichtigkeit und Bedeutung zu unterstreichen. Dieses Wechselspiel aus Beschleunigung und Verlangsamen hält das Gehirn deines Zuhörers hellwach. Es ist wie Musik. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie du Sprache und Hypnose kombinieren kannst, wenn du mehr wissen willst, wie du Hypnose im Alltag anwenden kannst, wenn du mehr über das Bewusstsein des Menschen, das Unterbewusstsein und die Psyche erfahren willst und vielleicht schon mal einen Einblick in die Welt der Hypnose haben möchtest, dann gehst du jetzt auf Google, googelst nach Hypnoschool Campus. Dort findest du in den Suchergebnissen unseren kostenfreien Hypnocampus mit 30 Stunden Lernvideos, also über 30 Stunden Lernvideos. Die Registrierung ist kostenfrei und dort zeige ich dir noch viel tiefere Einblicke und um ehrlich zu sein, dort findest du mehr als in vielen Wochenendkursen für viel weniger Geld. Also, wir sehen uns gleich wieder im Hypnocampus. Wenn du diese 4 Elemente kombinierst, passiert Magie. Projiziere aus dem Bauch für Autorität, lächle für Sympathie, nutze Pausen für Spannung und wende das Charisma-Muster an, indem du das Tempo variierst. Übe das. Du kannst das am Anfang ruhig etwas übertreiben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es läuft. In der echten Situation pendelt sich das dann auf ein natürliches Maß ein. Aber unterschätze niemals die Macht dieses Instruments. Jetzt weißt du, wie du deine Stimme nutzt, um Menschen in einen Bann zu ziehen oder in eine Hypnose zu gleiten. Aber es gibt einen Zustand der Hypnose, der so tief ist, dass er schon fast mystisch wirkt und um den sich viele Legenden ranken. Manche sagen, man ist dort willenlos. Andere sagen, es ist der heilsamste Ort der Welt. Die Rede ist vom hypnotischen Koma, dem sogenannten SD-Stadium. Wenn du wissen willst, was es damit wirklich auf sich hat und welche Mythen völliger Quatsch sind, dann schau dir hier unbedingt dieses Video an, die Geheimnisse des hypnotischen Komas. Tiefe Einblicke und Mythen. Also jetzt hier klicken und wir sehen uns gleich wieder.